Und insofern gibt es da durchaus Blasen, die platzen können. Ich glaube aber, dass ein gut diversifiziertes Portfolio, so wie ich es vorhin beschrieben habe, diese Volatilität aushält. Denn die Alternative wäre ja zu sagen, wir packen es in Cash. Und Cash ist das Letzte, wo ich im Moment überproportional investiert sein möchte. Einfach deswegen, weil ich den Zentralbanken nicht vertraue. Ja, die Finanzmärkte sind in einer besonderen Situation. Stichwort Iran, USA und Co. Wo sind jetzt besondere Chancen? Welche Geldanlagen meiden? Welche sind jetzt besonders interessant und relevant? Und wir haben es angedroht letzte Woche. Wir haben Dr. Markus Krall noch einmal zu Gast. Die meisten von euch kennen ihn natürlich als er ist einer der bekanntesten Ökonomen in Deutschland, Unternehmer mit der Gold Revolution und Bestseller-Autor und bald auch mit seinem neuen Buch. Lieber Herr Dr. Krall, schön, dass Sie heute nochmal dabei sind. Wieder gerne gekommen. Danke für die Einladung, lieber Herr Wittmann. Ja, und, ja, lassen Sie uns direkt gleich loslegen. Wo ergeben sich jetzt, möglicherweise große Chancen? Wer profitiert eigentlich von dem aktuellen Umfeld? Das jetzt auch Richtung Finanzmärkte und Co. Also unmittelbares Profitieren sehe ich im Moment gar nicht so extrem. Ich glaube, dass wir zwar gewisse Risiken haben, die im Moment in die Märkte eindringen. Wir sehen es an der Volatilität in einigen Teilbereichen. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir quasi durch die Lage im Iran plötzlich eine grundsätzliche Verschiebung dessen haben, was quasi noch vor 4 oder 8 oder 10 Wochen investitionstechnisch richtig oder falsch war. Sondern ich glaube, dass wir eine Bestätigung dessen haben, was eigentlich auch vor 10 Wochen schon richtig war. Und ich bin ja bekannt dafür, dass ich einer relativ konservativen Investitionsphilosophie zuneige. Also, ich neige nicht zum Spekulieren. Ich empfehle auch keine spekulativen Investments. Ich sage nicht, dass das was Falsches oder was Schlechtes ist, sondern ich sage einfach nur, wer langfristig operiert, der muss sich an den langfristigen Trendlinien orientieren. Und die aktuelle Entwicklung im Iran passt in die langfristigen Trendlinien hinein. Sie ist eine Entwicklung, die als einzelner Teilschritt einer größeren Entwicklung schon seit Jahren sich abzeichnet. Wir haben ja in einem anderen Interview darüber gesprochen, warum das passiert ist. Also, es ist ja quasi ein Teil der Entwicklung, wie sich die neue multipolare Weltordnung quasi jetzt zurechtschüttelt, wie auch der Kampf um das Thema Währungsordnung stattfindet. Und das sind alles Elemente, die eigentlich in unseren Kreisen jedenfalls schon seit Jahren diskutiert werden und an denen alle, die sich mit dem Thema dieser Verschiebungen auseinandergesetzt haben, ihr Portfolio schon lange ausgerichtet haben. Also, im Grunde genommen bestätigt eigentlich Iran und das, was drumherum passiert, diese Ausrichtung. Und was ist diese Ausrichtung? Diese Ausrichtung ist zunächst mal eine konservative Diversifikationsstrategie. Ein Drittel Immobilien, ein Drittel Aktien, ein Drittel Edelmetalle. Das ist nach wie vor mein Credo. Und also die Talmudsche Drei-Speichen-Regel, wie es so schön heißt. Beim Thema Immobilien nicht den Schwerpunkt in Deutschland. Ja, Deutschland ist ein schlechtes Investitionsland für Immobilien. Meine präferierten Märkte habe ich ja dazu publiziert. Was ist das? Das ist Schweiz, das ist Südtirol, das ist Mallorca, das ist El Salvador, das ist Argentinien, Chile. Das ist immer noch Vereinigte Arabische Emirate. Das ist jetzt gerade eine super Einkaufsgelegenheit, ja. Da sind die Preise um 50% gefallen. Das ist Oman, ja, ähm, und eventuell Singapur, ja. Also nicht primär EU oder Deutschland, ja, wenngleich auch Südtirol und Mallorca auch EU sind, aber es sind Sondersituationen. Und was wir dann sehen beim Thema Aktien ist auch nicht EU, sondern global verteilt, aber außerhalb der EU im Wesentlichen. Das ist Schweiz, Vereinigte Staaten, China. Und welche Schwerpunkte ist es branchenmäßig? Es ist Hightech, Big Tech, Weltraum, KI, Robotik und die ganzen Energierohstoffe, wo unterinvestiert worden ist durch den Klimawahn, also Öl, Kohle, Gas, Uran. Das ist 'n Portfolio, was im Moment auch sehr stabil performt. Also, mein Portfolio ist ja veröffentlicht. Es ist genau so zusammengesetzt. Es performt vergleichsweise stabil, auch etwas stabiler als die Marktvolatilität im Moment, ja. Es ist auch 'n bisschen volatil, aber bei weitem nicht so volatil, wie der Markt aktuell agiert. Und Edelmetalle nach wie vor immer ein Drittel. Und zwar warum? Weil Edelmetalle, obwohl sie 'ne sehr gute langfristige Rendite erwirtschaften mit über 9% in den letzten 55 Jahren pro Jahr, nicht in erster Linie aus Renditegründen gehalten werden, sondern als Rückversicherung und Schutz vor
den Risiken, die wir nicht kommen sehen, also auch als Schutz vor unserem eigenen Irrtum. Und daran hat sich eigentlich jetzt durch die Iran-Situation nichts geändert. Was wir sehen, sind ein paar interessante Bewegungen, die aber auch klassisch sind. Beispielsweise, dass wir bei Gold im Moment $1.000 unter dem All-Time-High liegen. Und wir haben eine relativ hohe Volatilität im Gold. Und dafür gibt es auch eine relativ simple Erklärung. Erstens mal war der Markt mit 5.500, die sind zu schnell erreicht worden, der Markt war überhitzt. Und ich habe Ende Januar auch entsprechend publiziert und habe gesagt: „Freunde, das wird nicht auf Dauer so weitergehen, ne? Da also stellt euch mal drauf ein, dass es da eine Korrektur gibt. Das ist aber nicht schlimm, dass es eine Korrektur gibt, aber es ist nicht möglich, dass es jeden Tag um $200 steigt und dass das ewig so weiterläuft. Und wenn es mal nicht mehr steigt, dann kommt die Korrektur ganz automatisch, schon deswegen, weil es nicht mehr steigt. Also, war es klar, dass es zu einer Korrektur kommen musste. Und das Zweite ist, dass der Irankrieg mit seinen stagflatorischen Tendenzen, die er erzeugt, durch die Ölkrise, die er jetzt, ja, nolens volens ausgelöst hat, die noch nicht so stark ist wie die von 1973, aber die schon das Zeug hat, einige unter Druck zu bringen, dass dieser Irankrieg dazu führt, dass der Liquiditätshunger steigt. Also es wird mehr Liquidität gebraucht. Und wo Liquidität gebraucht wird, werden Assets öfters auch mal verkauft, die hochliquide sind. Und da gibt es wenige Assets, die so liquide sind wie Gold. Und das heißt, es gibt einen gewissen Verkaufsdruck aus Gold, der dann dazu geführt hat, dass wir einige Male schwere Einbrüche gesehen haben in den letzten Wochen, seit der Krieg angefangen hat. Zuletzt also diese Woche, Anfang der Woche mit $300 runter an einem Tag und dann wieder $300 rauf. Warum in beide Richtungen? Ist relativ einfach erklärt. Die Abwärtstendenz kommt aus dem Liquiditätssqueeze und die Aufwärtstendenz kommt daraus, dass, wenn bestimmte Marken erreicht sind, die Fundamentalkräfte wieder wirken und die großen Käufer am Markt, also die Russen und die Chinesen vor allem, sagen: „Billiger wird's nicht, jetzt kaufe ich ein." Ja, also, „When the going gets tough, the tough go shopping", wie es so schön heißt, ja? Und, diese Kräfte sind wirksam und das bedeutet aber auch, dass die langfristige fundamentale Analyse für den Gold und den Silberpreis weiterhin richtig bleiben, nämlich, dass der Aufwärtstrend mittelfristig ungebrochen ist. Ich gehe davon aus, wenn der Krieg rum ist, dann wird sich abzeichnen, dass der Kampf um die Leitwährung noch eine Weile andauert und dass der noch 2, 3, 4, 5 Jahre vorangeht. Und in dieser Zeit werden die Russen und die Chinesen hohe Anreize haben, Überschüsse in Dollars, die sie erwirtschaften in Dollars, in Gold zu investieren. Das heißt, der Aufwärtsdruck fürs Gold wird bestehen bleiben, zumal wir jetzt auch durch die Stagflation den nächsten Inflationsschub in den westlichen Wirtschaften kommen sehen. Mhm. Sie haben auch über ein Drittel Aktien gesprochen. Wir haben auch letzte Woche ja speziell über Stagflation, gesprochen, was natürlich ein sehr, sehr Mhm. unschönes Szenario jetzt für Aktien ist. Rechnen Sie damit, dass wir dann noch größere Verwerfungen haben, dass das dicke Ende noch kommt oder, dass jetzt interessante Kaufkurse bereits erreicht sind? Also, da mache ich ehrlich gesagt ganz ungern kurzfristige Prognosen. Es ist natürlich so, dass wir haben immer noch Blasen in den globalen Märkten. Einige Aktienmärkte bewegen sich in einer Blase, nicht alle, aber einige tun es. Und vor allen Dingen die Anleihenmärkte bewegen sich immer noch in einer Blase. Und zwar deswegen, weil sie natürlich immer noch von den Zentralbanken aufgepumpt werden. Nicht mehr so extrem wie vor 3, 4 Jahren. Da ist einiges an Korrekturen gelaufen durch die notwendige Bekämpfung der Inflation von 2022. Wobei, da sind jetzt Ungleichgewichte drin, die immer noch groß sind, vor allen Dingen beim Thema Bonität. Also das Bonitätsthema von Bankanleihen und Unternehmensanleihen und Staatsanleihen, das wird jetzt wahrscheinlich verschärft in den Fokus wieder rücken. Und insofern gibt es da durchaus Blasen, die platzen können. Das Problem bei der Prognose von platzenden Blasen ist, dass man nicht genau den Tag weiß, ne? Also man weiß, da kommt was, aber man kann nicht sagen: „Okay, das kommt jetzt morgen oder in 4 Wochen oder in 8 Wochen." Das ist relativ schwierig, weil das Marktsentiment immer eine relativ starke Rolle spielt und das Marktsentiment zu prognostizieren ist, sagen wir mal, herausfordernd, ja? Aber dass das Potenzial für Korrekturen da ist, das kann man, glaube ich, nicht abstreiten. Ich glaube aber, dass ein gut diversifiziertes Portfolio, so wie ich es vorhin beschrieben habe, diese Volatilität aushält. Ja, ich denke, das sind alles Dinge, die werden immer gebraucht. Ja, die werden auch in jeder Wirtschaftslage gebraucht. Und wenn ich da mal 20% verliere oder 25, dann überlebe ich.
ja, oder selbst wenn ich 40% verliere. Die Kernfrage ist: Was habe ich noch, wenn in 3, 4 Jahren quasi wir in ruhigeres Fahrwasser kommen, weil dann die Krise hoffentlich ausgestanden ist und die ganzen strukturellen Veränderungen vollbracht sind. Und, da setze ich einfach darauf, dass ich dann noch am meisten habe, wenn ich eben genau dieses gedrittelte Portfolio habe aus Aktien, aus, Anleihen und aus Edelmetallen. Und beim Thema Aktien beim Thema Aktien weiß eigentlich jeder, der investiert, dass er Volatilität aushalten muss. Ja, ein Mensch, den ich sehr schätze, ein Frankfurter Bankier, der alte Herr von Metzler, der hat mal zu mir gesagt: „Herr Krall, unser Haus hat seine Kunden mit Aktien durch 2 Weltkriege, eine Hyperinflation und ich weiß nicht was alles gebracht." Ja, natürlich gab's dazwischen echt extreme Volatilität auszuhalten, aber es hat gestimmt. Der Satz war wahr. Ja, ich glaube, wer diversifiziert investiert ist, der hält die Volatilität in einer einzelnen Assetklasse aus. Denn die Alternative wäre ja zu sagen, wir packen es in Cash. Und Cash ist das Letzte, wo ich im Moment überproportional investiert sein möchte, einfach deswegen, weil ich den Zentralbanken nicht vertraue. Mhm. Sprechen ja auch vielleicht über das Thema Rohstoffe. Wir gehen auch in den unternehmerischen Bereich rein, aber sind natürlich unabhängig davon. Mhm. Gibt es da interessante Chancen und, wie interessant ist das Beimischung auch ein bisschen Rohstoffe mit drin zu haben? Also, Rohstoffe sind in meinem Portfolio drin, vor allen Dingen Energierohstoffe und Edelmetall, Mining, ja. Das ist, wobei auch, beim Thema also Kohle, Öl, Gas und so weiter, wurde in den letzten Jahren ja massiv unterinvestiert, weltweit. Ja, der Klimawahn hat dazu geführt, dass in Nordamerika und Europa der Kapitalstrom für die notwendigen Ersatzinvestitionen in Ölquellen und Bergwerk und so, die sozusagen zur Neige gehen, unterblieben ist. Das heißt also, die Basis ist geschrumpft. Und zwar nicht deswegen, weil da draußen nicht mehr so viel da wäre. Wir haben also Öl ist nach meiner Überzeugung noch in Hülle und Fülle da und Kohle auch, sondern weil man eben die Exploration und, die Entwicklung nicht entsprechend mit Kapital unterlegt hat. Das muss man aber tun. Das ist eine kapitalintensive Industrie. Und wenn dann mit ESG und irgendwelchen politischen Vorgaben nicht ausreichend investiert wird, dann ergeben sich Knappheiten, ganz unabhängig übrigens vom Krieg. Und diese Knappheiten, die sorgen dafür, dass das jetzt relativ stabile Aktien sind, ja, weil Knappheit heißt weniger Supply bei konstanter Nachfrage, das heißt höhere Preise, heißt höhere Margen, heißt höhere Gewinne, heißt höhere Kurse. Und wenn ich das in der Fundamentalanalyse mal verstanden habe, dann weiß ich auch, dass ich eigentlich nicht viel falsch machen kann in diesen Bereichen. Jetzt gibt es natürlich noch ein paar konjunkturempfindliche Themen wie, Eisenerze, Nicht-Eisenmetalle, Nicht-Edelmetalle und so weiter. Also, das ganze Thema Kobalt, Mangan, Nickel, dann das ganze Thema Kupfer, et cetera, seltene Erden. Das sind alles, Themen, wo man investiert sein kann. Ich rate allerdings dazu, nicht investiert zu sein in solchen Bereichen, wo der Leverage extrem hoch ist. Das heißt also, die Eigenkapitalquote muss stimmen. Und zwar deswegen, weil eine weltweite konjunkturelle Krise, die schüttelt auch solche Unternehmen durch und dann scheiden dann auch mal welche aus, wenn sie nicht genug mit Eigenkapital ausgestattet sind. Wenn kurzfristig oder mittelfristig mal die Preise nicht mehr so hoch sind, nicht weil die Fundamentaldaten das nicht hergeben, sondern weil die Konjunktur es nicht hergibt. Das ist ja der Sinn von Konjunkturkrisen, schwache Unternehmen auszusortieren. Und schwache Unternehmen heißt bei, Mining Operations in der Regel kapitalschwache Unternehmen, ja? Und, deswegen würde ich da sagen, ja, man kann überall da reingehen. Man sollte sich allerdings Unternehmen suchen, die kapitalstark sind, hohe Eigenkapitalquote haben, guten Cashflow haben, weil die anderen möglicherweise ausscheiden und wenn sich dann die Lage erholt, dann hat man nix mehr davon, wenn die in der Zwischenzeit ausgeschieden sind. Ähm, bei den anderen muss ich nur die Volatilität hinnehmen, wenn sie gut mit Kapital ausgestattet sind. Mhm. Über Öl, haben wir ja gerade schon gesprochen oder Sie haben's, angedeutet. Wie interessant sehen Sie jetzt im aktuellen Umfeld auch zum Beispiel in Ölminenaktien zu kaufen? Gibt ja auch Fonds dazu, Mhm. wo man weltweit streuen kann in diesen Bereich, auch als Hedge, falls es doch weiter eskalieren sollte, vielleicht dann auch andere Aktien unter Druck bekommen. Wie spannend ist diese Strategie für Sie? Absolut. Also, wie gesagt, also Öl, Kohle und so weiter ist in meinem Portfolio, weltweit auch gestreut, ja.
Die Strategie geht auf. Die ist auch schon die letzten Jahre aufgegangen. Ja, also ich weiß noch, vor 'nem Jahr oder so hat Greta sich beschwert, dass Shell so toll performt. Ja klar performt Shell toll, weil zu wenig investiert worden sind in dem Sektor. Und wer dann da ist, der verdient anständig, ja. Das heißt also, die Strategie geht auf jeden Fall auf, kann ich jedem nur dazu raten, ja. Was ich nicht mache allerdings, das ist allerdings eine Geschmacksfrage, das will ich niemandem sagen, wie es zu handhaben hat, aber ich gehe grundsätzlich nicht her und kaufe keine Zertifikate, keine ETFs et cetera, weil ich das selber mache. Also, ich suche mir meine Aktien selber raus, ich mache mein Stockpicking selber. Das stellt mehrere Dinge sicher. Erstens, dass keine Werte in meinem Portfolio sind, die ich nicht mag. Und zweitens, dass, derjenige, der das Vermögen verwaltet, nicht durch Trading meine Gewinne abschöpfen kann. Ja, und, da habe ich schon so viele Pferde vor der Apotheke kotzen sehen, das will ich nicht. Ja, also, insofern mache ich das selber, aber, das ist ja keine Frage. Man kann ja beides darstellen, sowohl bei ETFs als auch indem man sektoral sich seine Werte selber raussucht. Ich gebe zu, selber machen ist ein bisschen mehr Arbeit, aber jetzt habe ich natürlich auch den Vorteil, dass ich relativ viel Zeit mit dem ganzen Thema verbringe. Mhm. Und vielleicht noch abschließend, wenn man, für bestimmte Dinge wie vielleicht auch Hausfinanzierung und Co. einfach Liquidität benötigt, aber auch einfach verunsichert ist im aktuellen Umfeld, was damit tun, das in Euros halten, in Banken oder was sind Ihre Ideen jetzt auch für Liquidität, zu Also, halten? Edelmetalle sind natürlich liquide im Grunde genommen, ja, aber sie haben natürlich auch gegenüber der Fiat-Währung eine gewisse Volatilität. Und wenn die Frage sich stellt: „In welchen Währungen, will ich sein?", dann ist, mein Rat, im Grunde genommen, der Schweizer Franken ist immer noch eine super Währung, ja, der immer noch, einfach durch die Schwäche des Euro und die Schwäche des Dollar Aufwärtspotenzial hat. Die Verzinsung ist zwar niedrig, also wenn ich festverzinslich anlege, kriege ich nichts. Aber von der Währungsseite her bin ich nach unten abgesichert und die Inflation ist in der Schweiz auch niedriger als in, anderen Ländern in den letzten 10 Jahren gewesen. Zumal übrigens auch in der Schweiz gibt es ein paar Aktiengesellschaften, die ich auch sehr empfehlen kann. Das heißt, ich kann also mit meiner Schweizer Liquidität dann auch mal schnell da, anderweitig investieren. Also, Schweizer Franken ist super. Natürlich brauche ich, wenn ich in Deutschland ansässig bin, trotzdem immer auch eine gewisse Menge an Euros oder Dollars, je nachdem, wie sich meine Aktivitäten da entfalten, weil ich liquide Mittel für Kostenpositionen brauche. Lässt sich nicht vermeiden, aber, präferieren tue ich schon den Schweizer Franken. Wunderbar. Lieber Herr Dr. Karl, vielen herzlichen Dank für Ihre Geldanlage, Tipps und Tricks. Und ansonsten ich freue mich, wenn wir Sie dann wahrscheinlich wie gewohnt in ein paar Monaten dann wiedersehen werden. Gerne den YouTube-Kanal abonnieren und den Glockenzeichen, damit auf jeden Fall nicht untergeht. Und auch gerne unseren Tippverteiler. Da schicken wir jede Woche das neue Tippvideo raus, was es inzwischen schon seit fast 10 Jahren gibt. Von dem her auch immer wieder sehr, sehr gern mit Ihnen zu Gast oder auch als Dauergast. Dankeschön. Ihnen alles Gute auch für Ihre Arbeit und ja, mal sehen, was wir das nächste Mal, alles besprechen werden. Ich habe so das Gefühl, da könnte schon 'n bisschen was passieren bis dahin. Ich bin ziemlich sicher, dass uns die Themen nicht ausgehen werden und, freue mich schon aufs nächste Mal. Tschüss, Herr Wittmann. Genau.